24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice. Feel the difference. Scotty Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 22. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur zweiten von 5 Finalfolgen. Die 4 verbliebenen Angler reisten für die 3-tägige Finalrunde auf die Azoreninsel São Miguel mitten im Atlantik, um hier auf Hecht, Barsch, Zander und Black Bass zu fischen. Ohne einen einzigen Trainingswurf starteten Luis Mendes, Ton van Ham und Patrick Marable auf der Ostseite der Insel am Lagoa das Fornage, dem einzigen See mit Zanderbestand, während Landry Rosens am Lagoa do Fogo es zunächst auf Black Bass versuchte. Und so sieht momentan die Tabelle aus. Luis liegt vorne. Er konnte bereits 20 Topwater-Punkte holen, Hecht und Barsch abhaken und vor allem bereits 4 gute Zander einreichen. Patrick hat auch schon 20 Topwater-Points, einen Hecht und 4 Barsche, Ton bis dato nur die 4 Barsche. Landry konnte 2 gute Black Bass auf Topwater fangen und macht sich aufgrund der Zanderfangmeldungen von Luis nun auf den Weg Richtung Fornage. Natürlich haben auch Ton und Patrick Luis Zanderfänge registriert. Mittlerweile sind beide nicht mehr weit von seinem Erfolgsspot entfernt. Okay, Ton ist angekommen. Ton ist nur noch 30 Meter von mir entfernt. Mal gucken, ob er gleich auch seine Zettis fängt. That should be a fish. Oh. Yes. We're not going to be too loud, but that's an upgrade for sure. Let's make sure it's tightened. It's 27.5, 28. Let's release him. He didn't really need it to perch, but it's good to have a bite. Barsch, dicker Barsch, dicker Barsch. Vielleicht nicht so dick, wie ich es mir erhofft habe im ersten Moment, aber jedes Mal, wenn ich da sehr nah an diesem Baum hinwerfe, fange ich einen Barsch auf jeden Fall. 31 berührt er genau. Kleine Beauty. Das macht Laune. Das macht so Laune. Schönes Angeln hier. Geiler Spot, den sie sich gesucht haben. Bleibt nichts anderes, als hier unten zu fischen. Ja, bequem ist anders, aber geht eigentlich. Du hast dir einen guten Spot ausgesucht. Ich habe es ein bisschen prophezeit oder orakelt, wie man das auch nennen möchte.
Es ist ein großer See. Es ist ein großer See, aber es spricht sich trotzdem schnell rum. Das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Also 40 Meter in die Richtung Patrick, 30 Meter in die Richtung Ton. Und es ist ein großer See, muss man dazu sagen. Aber man hätte den Spot vielleicht aufgeben sollen. ja, aber vielleicht, ich setze einfach darauf, dass sie keinen Chili Cheese dabei haben. Ich bin hier gerade selber immer wieder mir einen neuen am Zusammenbasteln. Ja, ist heute eine super Farbe. Glaubst du, dass auch jetzt konkret dieser Spot hier besonders gut ist oder und du willst ihn jetzt hier weiter blockieren? Oder? Das weiß ich nicht. Also Ton ist ja jetzt schon eine Weile eigentlich da Ja, und hat noch keinen Fisch eingereicht. Ist jetzt auch noch mal ein paar Meter näher gekommen. Ja, mal schauen, was die anderen hier noch. Ob es an den Spots rechts und links von dir genauso gut läuft wie hier. Und, aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich der Köder, die Köderführung, das Gewicht. Du fischst sehr, sehr leicht. Ich fisch sehr, sehr leicht. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen. Ich glaube, Ton hat tatsächlich auf der anderen Uferseite auch sehr leicht gefischt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er das hier auch machen wird. Vielleicht holt auch gleich jemand noch ein Fernglas raus. Da brauchst du kein Fernglas mehr dafür. Wir können eigentlich schon fast einchecken. Na gut, Naja. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nicht mehr abhauen. Ich werd hier versuchen noch meine Zander abzugraden, dass sie wirklich stabil sind. Und ich habe auch noch vor, weil das eine Kante ist und hier zieht wirklich immer viel Fisch vorbei. Ich habe teilweise richtig Schnurschwimmer vom Bait, also von Futterfischwolken, die hier an der Kante langziehen. Hier werden auch Hechte sein. Und ich werde gleich hier noch versuchen, ein bisschen größere Sachen durchs Freiwasser zu leiern. Und ja, versuchen. Und die Topwater-Punkte greifst du heute nicht mehr an, oder? Ich glaube, ich sehe mich heute nicht mehr so beim Topwater-Angeln. Naja. Das macht einfach zu viel Laune gerade. Alles klar. You got some crazy Zanders. But now I'm trying to get a big pike. Big pike, yeah. Can imagine. I leave quick the Zander spot that you don't find it. Yes, of course. Oh, But big now fish. you found my pike spot. Yeah? I don't catch it, but you know where I am. Yeah. That's a bigger perch. That might be sizable. I don't know what my smallest one is. It's 27. I think this one is an upgrade. Let's release it and keep on fishing. Ton und Patrick sind auf die nächstmögliche Distanz an Luis herangerückt, doch bisher hat Patrick noch keinen Fisch und Ton nur Barsche fangen können. Finally, we got it. Hunting in between a perch school, a big zander. Let's see how long it is. 63. We finally have one. So, we have the zander, and as we said back in the car, we looked at the depth chart. We said we will go to the other side of the island because there is a really deep part. We went here and boom. Now let's continue. Na also, Ton steht einen Baum von Luis entfernt, kann auf dieselbe Stelle werfen und nach ein wenig Anlauf scheint auch er nun die richtige Technik herauszuhaben. Zumindest kann er den so wichtigen Zander in die Wertung einbringen und in der Tabelle an Patrick vorbeiziehen. Ja, Ton hat jetzt gerade ein Zetti gefangen.
Hat er einen überredet bekommen. Hat er ein bisschen für gebraucht, aber er hat es geschafft. Naja, ich werde wieder jiggen. Wow, das war ein Nachläufer. Ich bin gerade noch ein bisschen fassungslos. Ich habe den Köder herangezogen, bis auf meine Füße. Und ja, drehe mich zur Seite, um auszuwerfen. Und auf einmal schnurrt einen fetten Schwall als Nachläufer. Ich habe Polbrille ausgezogen, das hat sich jetzt gerecht. Krass. Aber ein guter Fisch. Der echt, ey. Dieser Penner, ey, der kriegt jetzt einen Topwater-Köder um die Ohren. Was für ein Penner. $50.5. Nice. That's an upgrade for sure. Tons Zander war kein Zufallstreffer. Er kann 2 kleine maßige Exemplare nachlegen, während auch Landry sich nun voll diesem Zielfisch widmet. So now you know how it's work, but I will leave this one and I will put the Zander, because I would like just take a Zander, and Zander is active because I see on the WhatsApp group it's better than Netherlands. Here you can take 5 Zander in 20 minutes, so maybe it's my turn. We will try. Cannot fish on the bottom. Oh, fish. I think it's a perch. Oh, it's a Zander. Little Zander. Okay. It's a little one, but it's a Zander. Oops! Too small. Too small, but a fish. I see you. Call your mother. Nice little Zander. See how long it is. Hold on. A Zander, 47 centimeters. Let's release him. It's really a school of Zanders, I think. Has to be. So I'm going to use a bigger bait now, I think. Now is the moment to catch a big one. Right now, I think the feeling is a lot better than 1 hour ago. It's crazy how there was like a big school of perch and the Zander just started chasing them, I think. Again. Oh, it's off. It's filled with Zander because of the perch has bait fish, so I think it's crazy. That's why I decided to stay a little bit on the perch area, and all of a sudden it was like only Zanders, big Zanders. So then you know what the bait is, right? That's big. That's really big.
this a zander? I think it is one. Whoa! Yeah! Woo! Fuck! What a zander! That's my personal best, I think. What a zander. It struck immediately when I cast it out. I let the line drop and fuck! What a strike. I think it's above 80. It's not my personal best, that's 89, but it's definitely above 80. Let's see how long it is. Yes, it's 80 plus. It is 83. Thank you! What a zander. Whoa! Yes! Wir haben einen neuen YPC Zander-Rekord. 83 cm misst dieser tolle Fisch und übertrumpft damit die bisherige Bestmarke von Frédéric Julien und Enrico Di Ventura, die mit 81 cm gemeinsam den Rekord hielten. Die Entscheidung, auf einen etwas größeren Köder zu wechseln, war definitiv keine schlechte. Luis hat den Fang natürlich registriert. Tja, der Ton hat so langsam hier den Code geknackt an dem Spot. Er hat gerade einen Urschrei à la Enrico freigelassen. Ich glaube, das ist ein dicker Fisch. Das könnte ein 80er, vielleicht sogar 90er sein, was ich von hier aus gesehen habe. Durch den Baum durch. Respekt. Ich werde jetzt auch wieder ein bisschen auf Zander fischen. Ich mache mir hier gerade meinen letzten Chili Cheese fertig und dann bin ich wieder back im Game. Versuche noch ein bisschen abzugraden, die Zettis. Ihr habt es gefordert, wir erfüllen euch den Wunsch. Der YPC Fans geht 2023 in eine neue Runde. Auf den Booten und an der Seite von Dustin Schöne, Enrico Di Ventura, Dietmar Isaias und Markus Eule kämpfen 4 von euch um die Plätze 1 bis 4, die diesmal allesamt mit tollen Sachpreisen belohnt werden. Und das hier ist der Hauptgewinn. Shimano schenkt dem Gewinner eine Hecht- und Barsch-Angelreise nach Florida, inklusive Flug, Mietwagen, Unterkunft und Guiding auf verschiedenste Zielfische im Süß- und Salzwasser. Dir fehlt das passende Gerät für diesen Trip? Kein Problem, denn mit einer X-Pride Casting bis 21 Gramm, kombiniert mit einer SLX DC 71 HG und einer Sustain Spinning bis 120 Gramm, kombiniert mit einer Miravel C5000 XG, passender Kairiki-Schnur und 12 Flash Boost Hardbaits gibt es noch fantastisches Tackle obendrauf, damit du für die Jagd auf Peacock Bass, Largemouth Bass, diverse Salzwasserräuber und vieles mehr bestens ausgestattet bist. Wie du am YPC Fans teilnehmen kannst und alle weiteren Infos findest du per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. So the setup that brought the zander. This is a W6 finesse shad. You saw it before in this first round. It's an all-round rod I use for perch and zander fishing. It's an amazing rod. You feel almost everything, I would say. Then just a 2500 reel. And of course the lure that brought me the biggest fish in the first and second round did it again. The Bull Tease 9.5 centimeter. Such an amazing lure. I'm over the moon. I'm over the moon. This is crazy.
Yeah. Not a bad one. What is happening? That's another 70, I think. What a fish. It was just the cast after the big one, and it's just again a big fish on the bull tees, 9 centimeter. 68 centimeter, really big fish. Let's release it. It's every cast now. Here we go. Der ist besser. Das ist ein great fish. Ich musste jetzt auch wieder anfangen, auf Zander zu fischen, nach dem Ton also ein bisschen hier den Code geknackt hat mit den Zettis. Ja, nachdem ich wirklich meinen letzten Chili Cheese verloren habe, habe ich jetzt hier auf dem Perchzilla gewechselt. Und wir haben hier einen 74er. 74er Zetti, mein schönster Fisch heute. Wichtiger Fisch. So, davon brauche ich jetzt eigentlich 3-4 Stück. Und am besten eigentlich noch einen 80er. Weil sonst der Ton mir davon rennt. Mr. Van Ham, I congratulate to a new YPC record. Yes. I guess you have seen it on I've the seen it on the measuring board? measuring board, yeah. Crazy. It's crazy. There was a big school of perch here, perch left. We kept casting and then just a really big school of sanders came in. You found the sanders as well. Maybe Louis helped you a bit, I don't know. I said that, it's all on video. I said at the car we go to this stretch and we walked here and then we saw, of course, Louis already, but it's on camera that all good. we found it on the and depth it's chart. also not forbidden. Yeah, I know, but it's I can imagine it feels strange. And I see Louis also caught a big sander, so. Ah, so it feels a little better for him now. Yeah, again. now I think it feels better. So we have a close race again. Louis was a bit up Yeah. after you caught the pike, and now you only miss a pike and a bass, right? Yeah. Just a pike and a bass, and I think Cool. the perch is okay. Not I really big. like your wading shoes. They're amazing. They're very amazing. They make a special. bit of noise when I do this, but they're amazing. It's crazy. The fun fact is I do have wading shoes with me, but I forgot this morning, so. Oh, But I'll catch another zander. Oh, what a fucking strike. auf jeden Fall legen Ton und Louis hier wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage hin. Patrick, der wirklich nicht viel weiter links steht, keine 20 Meter würde ich sagen, der hat irgendwie den Code noch nicht geknackt. Also entweder ist sein Spot einfach ein anderer von der Beschaffenheit her oder er hat eben, weiß ich nicht das richtige Gewicht, nicht den richtigen Köder, nicht die richtige Technik, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, der guckt sich das natürlich ganz genau an und sollte der heute keinen Zander hier fangen, glaube ich, dann wird er morgen wahrscheinlich noch mal herkommen und gute Chancen haben, da auch wieder gleich zu ziehen. Mal gucken. That's another big one. That's the canon. What a fish.
That's another 80. Really big zander, same lure, the Bulties. Let's see how long it is. But at least it's 78. Big zander, 78 centimeters. Yes! Ja, die Zettis sind heute in Mut. Wir hören den Ton die ganze Zeit schreien. Ich glaube, der hat schon wieder einen Dicken gefangen. Patrick wirft mir die ganze Zeit hier direkt vor die Füße. Ich glaube, das wird nicht lange dauern, da wird Patrick auch seinen ersten haben. Naja, einfach weitermachen, durchangeln. Bis ein großer nochmal beißt. Patrick, du hast gerade schon gesagt, du bist gerade nicht so gesprächig. Musste ich leider trotzdem kurz nerven. Ich will natürlich ein bisschen wissen, wie es bei dir so aussieht. Also ich habe erst mal gesehen, du hattest hier, glaube ich, einen Nachläufer. Ja, Zweimal sogar. Ich glaube, die Hute brauchst du noch. Ich hab genügend. Du hast genügend. Meine Fresse, ey. Und Fehlbisse hast du jetzt auch ein paar gehabt, oder wie? Fehlbisse, Aussteiger, das komplette Programm. Aber auch unfassbar viele Hänger und Abrisse. Nice. Okay, glaubst du, du bist hier an dein, sag ich mal, bei dir gerade raus, da sind es einfach zu viele Hänger und deswegen fischst du jetzt weiter nach rechts? Oder? Ja, keine einzige Chance. Du siehst ja, wie viel da abgeht. Da wird eins dann nach dem anderen gefangen. Die halten sich vermehrt da auf. Hier hatte ich jetzt wirklich viel mit Offset-Haken, mit Rigs, mit Cheburashka-Kopf gefischt. Und dort habe ich Bisse, hier nicht einen einzigen Zupfer, außer da ein paar kleine Barsche, die da reingenagelt haben. Und halt der Hecht, der... Eine Idee, woran das liegt? Glaubst du, da ist eine andere Struktur oder ist es Zufall, dass die sich da aufhalten? Es kann viele Gründe haben. Vielleicht liegt hier anderes Totholz, vielleicht liegt dort keins. Und kann sein, dass dort auch eine härtere Kante ist, dass ein anderer Untergrund ist, dass da kann so viele Gründe haben. Wenn man da nicht mit Chili Cheese angeführt hat vielleicht auch. Wohl kaum, weil sonst hätte ich nicht, wenn ich da hinten rüber werfe, immer mal wieder Biss und auch Aussteiger. Aber ich habe die ganze Zeit mit Offset-Haken gefischt und da halt die Biss nicht verwerten können. Jetzt gehe ich volles Risiko mit Jig-Haken und hoffe, dass dann endlich mal einer hängen bleibt. Aber das sind ganz kleine Fische zum größten Teil. Aber einer war besser. Einmal hat es richtig gesagt. Das ist aber eher ein Barsch. Und hoffen wir mal, dass er diesmal nicht in den Baum reingeht. Jetzt ist er im Baum, jetzt ist er raus. Ein schöner Barsch. Ein großer Barsch. Ja, nützt mir aber nichts. Ich brauche Zander. Oh, das ist ein guter Barsch. Das ist der beste Barsch heute. Ja, Zander wäre mir lieber. Das ist leider kein Zander. Ein schöner Barsch. Ging auf den Slickshad, den Lemon Tiger. Schönes Fischchen. Ja, wird keine 40 haben, ich denke mal 38. 37. Okay, dann zurück mit den Kerlchen. Schau, Kleiner. Immerhin 37er Barsch. So, du bist nicht wirklich happy, obwohl du echt einen guten Barsch gefangen hast, den größten. Der nützt des mir Tages. nichts. Wieso nützt der dir nichts? Weil bei 70 plus und 80 plus Zandern, die Jungs hier in Serie jetzt fangen und 60 plus fischen, Ja. das sind alles mehr Punkte als ein 37er Barsch bringt. Das sind 74, der hat gerade mal so viele Zentimeter bringt so viele Punkte wie die Zander Zentimeter haben. Ich habe noch keinen Zander. Habe auch hier fast gar keine Chance, einen Zander rauszukriegen, einen guten. Wieso? Weil ich hier Holz genau so vor mir habe. Den Barsch, den habe ich gerade so noch jetzt gerade übers Holz bekommen. Naja, aber erstens musst du nicht an diesem Spot angeln. Das war der einzige, wo ich Spitze kriege von Zandern. Okay. Wir sind gerade so zentriert Also ich will anscheinend jetzt mal hier in der versuchen, Ecke. ein bisschen deine negative Aura zu killen. Ist ein Hänger? War ein Biss, der zum Hänger wurde. Ich versuche trotzdem deine negative Aura zu killen. Und zwar versuche ich dir mal ein bisschen Hoffnung zu machen. Denn ich meine, du hast den größten Hecht und du hast den größten Barsch. Ja, aber das hier ist nicht Und das. du hast Topwater-Punkte. Und die Zander, die anderen fangen, die sind ja da.
Und die kannst du ja auch fangen. Und auch nicht nur heute kannst du die fangen. Ja, ich werde es irgendwie gucken, wie ich das geregelt kriege. Ich weiß, kenne jetzt Bad jetzt ja, also irgendwie. Nicht, dass man am ersten Tag mit dem größten Barsch und dem größten Zander und dem größten Hecht in der Wertung jetzt die Flinte ins Korn werfen muss. Ja, aber ganz ehrlich, der See hier ist eher für die kleineren Barsch, kleinere Hechte. 7 Sedats, da sind die größeren Barsch und größeren Hechte drin. Also es ist ein 74er, ist dort ein schöner Fisch, aber gehe ich eher von aus, dass man dort größere Hechte kriegt. Barsche sind dort auch 40 plus eher möglich als hier. Toni meint es gut und hat sicherlich auch nicht Unrecht mit dem Inhalt seiner Aufmunterungsversuche. Doch dass sich bei Patrick Frust angestaut hat, ist dennoch mehr als nachvollziehbar. Ton und Luis fangen einen großen Zander nach dem anderen vom selben Spot und Patrick, der die Abstandsregel beachten muss und den Hotspot von seiner Stelle aus nicht erreichen kann, muss zusehen. Das könnten wieder ein paar Zentimeter Upgrade sein. 65,566 Zentimeter. We're going a bit bigger in size because our average is already this big that we really want an upgrade. So we're gonna put a 12 on, same color with a lighter jig, and let's see what happens. First cast with a new lure. Ja! New size, new lure, big fish. Exactly 70 centimeters. There he goes. Das ist mein bester Fisch heute. Berührt die 77 gerade so. What? That's an 80, I think. What a zander. 12 centimeter Shetty Slim in the color Sparkling Chartreuse, a green color. Is killing it today. It's not 80, 75. What a fish. $75. Now we are really on fire. Fisch um Fisch, unglaubliche Zandergrößen bei Luis und Ton. Zeit für ein kurzes Tabellenupdate. Luis' letzter Fisch war sein bisher größter Zander. Er kann einen 77er einbringen und damit einen 66er Zander aus der Wertung schmeißen, was schon ziemlich verrückt klingt. Dank des Hechtes und der Topwater-Punkte liegt er weiterhin recht deutlich in Führung. Ton hat ebenfalls schon einen 60-Plus-Zander aus der Wertung geworfen. Sein kleinster von 4 Zandern liegt nun bei unglaublichen 70 Zentimetern. Mit momentan großem Abstand folgen Patrick auf 3 und Landry auf Platz 4. Letzterer hat auf der anderen Uferseite nach seinem untermaßigen Zander länger keinen Fischkontakt gehabt. Doch jetzt ist die Route krumm. Fish on. I changed for little lure. It's a Ricky Shot, 3 inch. And I have directly a strike. Perch 25. I will try to catch on top water now because I found where is the perch. So I will try to get 2 bonus pounds. So I will release this one. Okay,
25. It's okay. Der letzte Monatslure-Drop des Jahres ist jetzt verfügbar und wir haben noch mal richtig einen rausgehauen. Exklusive Sonderfarbe, krasse Neuheiten, bewährte Klassiker, ein wie immer sehr, sehr geiler Warenwert, die Autogrammkarte eines extrem beliebten Experten. Der Dezember-Drop lässt wirklich keine Wünsche offen. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wer den Monatslure-Drop ab Januar mit Preisvorteil bequem nach Hause geliefert bekommen möchte, der checkt einfach www.luredrop.de. Ein Luredrop-Abo ist sicherlich auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. Jetzt beim ganzen Zanderangeln. Oh, ich bin ziemlich angespannt, muss ich sagen. Der Toner macht mir echt gut Druck. Aber ich war hier schön am Zanderangeln, da habe ich auf einmal einen Schwarm Barsche gesehen, die waren am Rauben, haben viel Futterfisch hochgedrückt. Deswegen, ich schnapp mir jetzt hier nochmal meinen Stickbait, der heute schon geliefert hat. Und versuche einfach noch meine 2 Topwater-Punkte zu bekommen. Das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen, weil das war eigentlich mein Ziel für heute. Ein Zanderfang, das war jetzt nicht gerade schwer, muss man sagen. Aber dass ich an diesem See auf jeden Fall meine 4 Topwater-Punkte habe, damit ich morgen ganz entspannt in den Tag starten kann. Ja. Das wird eine knappe Nummer. Das könnte genau das sein, was der Barsch haben muss. Schiedsrichter? Exakt 22 cm. Das heißt, es ist der 3. Topwater-Punkt für mich. Vielleicht kriege ich ja noch einen. Das wäre echt, dann hätte ich sage jetzt mal, meine persönlichen Ziele für heute erreicht. Leider sind meine persönlichen Ziele wegen einen Kontrahenten, wegen diesem frechen jungen Belgier, leider ein bisschen, ja, musste ich ihn ein bisschen anziehen für heute. Ich muss auf jeden Fall definitiv noch einen dicken Zander fangen. Aber erstmal probiere ich kurz noch meinen 4. und letzten Topwater-Punkt zu holen. Hoffentlich kommt noch einer, das wäre so nice. Bitte. Ja. Fucking God, I lost it. Yeah, have it. Pike. That's a pike, has to be. And a big one. No, it's a big sander. Oh, it's a pike. Yeah! Not a big one, but we have our 3rd fish. Crazy. I think we should keep on fishing. It's insane now. Okay, we will measure it. 65. Oh, 65. Nice pike. There he goes. And now I think we're quite safe. Pike 65. Good. So only black bass. Ein kleiner Hecht, doch er reicht beinahe für einen Führungswechsel. Luis liegt dank seiner 30 Topwater-Punkte nach vorne, doch der Vorsprung ist nur noch hauchdünn, obwohl er weiterhin einen Fisch nach dem anderen fängt.
Ich weiß gar nicht, ob ich den messen brauche oder nicht. Ich messe den einfach kurz. Halte mal kurz hier dran. Ich weiß gar nicht, was mein schlechtes HZ hier heute ist. Berührt gerade die 66. Ich melde mal. Ich weiß gar nicht, ob das ein Upgrade war oder nicht. Allez, take it! Yes! Oh no! Oh, it's not possible. Allez, come on, take it. Landry hat Spaß beim Topwater-Angeln. Patricks Laune hat sich noch nicht wirklich erholt. Ich bin in ein Loch reingetreten. Alter, alles weh. Ich gucke mir das einmal kurz rechts an. That's the big one. Right, let's measure. I don't think it will be above no, 65. Really nice hander though. Back he goes. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie viele Zander ich heute gefangen habe. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was an diesem Spot hier abgeht. Ich weiß nicht, was es ist, aber da muss irgendwas sein, was die Fische ganz verrückt macht, dass sie so krass zentriert auf den einen Fleck da stehen. It's not an upgrade. 69. But a pretty sander. It's maybe a perch. Yes, it's a beautiful one. Oh no! 2 times. It's complicated because there is grass. Oh. So, der nächste Zander. Aber ich glaube kein Upgrade. Aber ich lege mal kurz auf die Scale. 92. Es ist ein Upgrade, 69. 69er Zander. Sehr schön, nochmal ein kleines Upgrade. Aber ich brauche eigentlich 70er. 70er, um Ton da noch ein bisschen zu bremsen gerade bei seinem Siegeszug. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde wieder schön weiter angeln auf Zander und warten, dass vielleicht die Barsche gleich hier nochmal anfangen zu rauben. Der Drops ist noch lange nicht gelutscht, Freunde. I'm still at the water. I think next year this spot will be fucked. Yeah, I know for sure. All flights to the Azores has been booked by Germans. So your smallest is now 70, right? Yes. Exactly 70. Crazy. And yours? I don't know. I don't got so much 70s. Maybe 65 or 68 or something like that is my smallest. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Können Landry und Patrick zumindest noch einen Zander in die Wertung bringen oder können Luis und Ton den Abstand zu den Verfolgern noch weiter vergrößern? That's a big one. It's big, man. You never know how big, but it feels heavy.
And it's going to the tree. I need to get the net for this one. What? This is 80 again. Ah, this is 80. Oh man. What do you think of this fish? It's 80, I'm sure. 85 centimeters. What a monster zander. And another YPC record. This is crazy. I'm speechless. We will release it really quickly back because it's an old lady and we need to get her back. All right, 85 centimeters. This is like a dream. What a monster. Look at the back of it. Yes! Ah, crazy. Unfassbar! Der nächste YPC-Rekord und wieder geht er auf Tonsport. 84,5 cm bringen ihm sagenhafte 110,5 Punkte und damit auch die Tabellenführung. Kann Luis diesen Fisch heute noch kontern? Ja, jetzt hat Ton auch noch einen 85er Zander gefangen. Man hört das vielleicht auch im Hintergrund, wie er sich freut. Ist natürlich krank, ist krass. Das ist einfach nur der Wahnsinn, was hier für Zander stehen. Ich muss immer so nach rechts werfen, er kann perfekt geradeaus werfen. Scheinbar hat er noch ein bisschen besser den Spot hier getroffen. Ich will mich nicht beschweren, ich habe hier auf jeden Wurf einen Biss oder einen Fisch. Aber es sind halt viele kleine Zander, die ich kann nicht mehr mitzählen, wie viele ich gefangen habe. Also 60er Zander en masse. Also wirklich einer der krassesten Zander-Angeltage meines Lebens, was die Stückzahl angeht. Nochmal einen Köderwechsel machen und ein bisschen ausprobieren, dass ich auch noch so einen schönen Ochsen hier rauszuppel. Abriss Nummer 12. Ich kriege hier so schlimm einen auf die Fresse, ey, das selten erlebt. Fisch. Yes. It's a nice one. It's not it's not 80, but it's nice. It's nice one. 67? Auch auf anderen Spots gibt es maßige Zander. Landry kann ein schönes Exemplar keschern. Luis kämpft mit allen Mitteln um weitere Zander-Upgrades. So, es wird jetzt langsam ein bisschen dunkler das Ganze. Wir verlieren jetzt das letzte Tageslicht. Ab jetzt werde ich mit Schockern fischen. Die erste Farbe, die ich drauf mache, ist momentan noch ein Prototyp. Nennt sich Chainsaw Cheesecake. Ein bisschen blutig das Ganze, extrem UV-aktiv. Mal gucken, was die Zander hier auf den Azoren dazu sagen. In Holland kam diese neue Farbe schon sehr, sehr gut an. Aber wir wollen wissen, ob diese Farbe auch international ein paar Abnehmer findet. Auf geht's! Was mache ich falsch?
It's really all about the weight. I'm fishing so slow at this moment. It takes a really long time before I hit the bottom again. So I give them I give them loads of time to hit. What a strike to hit it, and that works. This is a big one, I think. What a strike. Crazy. And you see what triggers him, huh? A really light jig. 5 gram. That's all they want. Big sander, let's see. 73 centimeters. That means not an upgrade because I have a 75, a 78, an 83 and an 85. So we release it, but the strike was insane. Really crazy. It was feisty. Ton reicht ein 73er Zander nicht aus, um seine Karte zu verbessern. Ein paar Meter weiter steht Patrick ohne Zander in der Wertung. Verrückt. Tja, Leute, so leid es mir tut, ich kann es nicht verheimlichen, dass ich wirklich fertig bin. Die Jungs, die versohlen mir gerade so richtig den Boppes. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht zu krumm. Es sind ja noch 2 Tage, da kann natürlich sich noch viel tun. Das stimmt, definitiv. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, es ist verdammt hart, nachdem die Jungs so krank, aber wirklich krank rasieren. Ich gucke schon gar nicht mehr in den Chat, weil normal habe ich kein Problem damit, aber das heute ist Ton, Luis. Ich verneige mich vor eurer Leistung heute. Ganz großes Kino. Weil ihr Leute, eins dürft ihr nicht vergessen. Spot, ja, klar, das macht schon einen Unterschied. Aber trotzdem muss man erstmal die Fische fangen und das tun sie. Nachdem es morgens richtig gut ging und ich schon richtig optimistisch war, wurden mir heute wirklich die Grenzen mal gezeigt. Kann sein, dass ich auch vielleicht jetzt größere Köder verwenden sollte, aber ganz ehrlich, so sehr ich ein 80 plus oder 70 plus oder 60 plus gebrauchen könnte, alleine mal jetzt einen mastigen Zander zu fangen, das wäre für mich schon ein mega Erfolgserlebnis. Maß hat er. Klein ist er nicht. Also der wird Ende 60 haben. Alter, ist er schwarz. Junge, Black Bass. Junge. Richtiger Black Bass. I got a Black Bass. It's a really dark sander. Also ich muss sagen, ich habe ja gerade gesagt, ich probiere es mit Schockfarben. Darauf habe ich gar keinen Kontakt bekommen. Ich habe wieder gewechselt auf den Perchzilla. Chili Cheese ist ja leider ausgegangen. Und ich habe heute schon einen extrem hellen weißen Zander gefangen. Dann habe ich einen gefleckten gefangen mit einem Leopardenmuster. Und jetzt einen komplett schwarzen. So als hätte er sein Laichkleid noch an, aber wir haben Anfang September. Ich glaube nicht, dass sie hier am Leichen sind. Und vor allem nicht da, wo ich ihn gefangen habe. Nochmal ein. Das ist nochmal ein Upgrade. 71. 71er Zetti. Sehr schön. Ja. Nochmal ein Upgrade auf den letzten Minuten. Die letzten 15 Minuten sind angebrochen. Der Patrick steht schon ganz knapp neben mir. Der Ton schreit schon wieder im Hintergrund. Ist mir echt unsympathisch geworden, dieser Ton. Big perch. Ja! Woo!
That's a 40 plus. On a big lure. That's a 40 plus perch. It is 42. I was easily jigging for Zander with light jiggets with a 12 centimeter Shetties and boom, perch 42 centimeters. Not really the species we were expecting, but what can I say? It makes the day even better. Ton ist nicht gekommen, um sich Freunde zu machen, und auch dieser Fisch tut der Konkurrenz weh. Der größte Barsch des Tages kommt als Zander-Beifang. Landry versucht derweil auf der anderen Seite des Sees, wo es noch merklich heller ist als im Schatten des Berges und der Bäume, gezielt einen Barsch zu fangen. Yes! I think the size is okay. Yes, 22. The quarter bonus pounds. Big? Not big enough. Oh, it was a big fish. Net him just to be sure. It's maybe an upgrade for the Zander. Oh, yes! Yes! I think it's an upgrade. Oh, it's an upgrade. Phew. Kurz vor Schluss reichen Landry und Ton fast zeitgleich jeweils einen 76er Zander ein und setzen damit tabellarisch den Schlusspunkt unter einen unglaublichen Angeltag. An völlig fremden Gewässern konnten 3 Finalteilnehmer gleich 3 verschiedene Fischarten fangen, wobei vor allem die Zanderzahlen und Zandergrößen bei Luis und Ton verrückt und auch für dieses Gewässer sehr außergewöhnlich sind. Bei den bisherigen Azorentrips mit Hecht und Barsch.de konnten vom Bellyboot mit deutlich mehr Personen nie vergleichbare Stückzahlen gefangen werden. Ton, der den YPC Bank Zanderrekord heute gleich 2-mal brechen konnte, liegt vorn. Ihm fehlt für die Full Cut nur noch der Black Bass. Bonuspunkte hat er noch gar keine. Luis ist momentan Zweiter. Er hat immerhin schon 30 Topwater-Punkte und auch er muss noch den maßigen Black Bass fangen. Es ist also gut möglich, dass sich Ton und Luis an Tag 2 wieder am Gewässer begegnen werden. Der drittplatzierte Landry hat diese Fischart als einziger abhaken können. Daher wird er wohl woanders unterwegs sein. Er braucht vor allem einen Hecht und einen größeren Barsch. Patrick hat nach einem guten Start auf Hecht und Barsch leider keinen Zander bekommen und wird daher sicher an dieses Gewässer zurückkehren. Ob er das gleich morgen machen wird, verrät er uns vielleicht selbst. Zunächst fängt Luis aber noch einen letzten Fisch. Die letzten Sekunden sind angebrochen. Der Timer müsste gleich klingeln. Aber den Fisch darf ich noch zu Ende drillen. Damit ist der erste Tag vorbei. Dieser kleine süße Zander hilft mir leider nicht nochmal, mein Scoreboard zu verändern. Aber ich will mich nicht beschweren. Es war wirklich es war ein richtig, richtig krasser Fangtag. Also, Kleiner, vielen Dank für deinen kurzen Besuch. Wirklich legendärer Angeltag für mich. Ein bisschen getrübt durch die Fänge von Ton. Aber ey, Leute, ich habe so viele Zander gefangen. Ich weiß nicht wie viele. Ich habe fast die 100% voll gemacht. Das, was ich heute haben wollte. Ich wollte 4 Topwater-Fische. Ich habe einen liegen gelassen. Ich hatte den drauf, habe den leider verloren im Schilf. Ich habe den Zander gefangen, den ich unbedingt wollte. Ich habe jetzt am Ende eine ganze Menge gefangen, auch in einer guten Größe. Naja, bis Ton kam. Aber naja, morgen geht's weiter.
Morgen werde ich, ich werde noch ein bisschen überlegen, aber ich glaube, morgen ist Bass dran. Ja, also Resümee. Die Idee war nicht schlecht, hier hinzugehen. War das Richtige, was ich vermutet hatte, dass der Schatten von der Sonne hier drauf fällt. Ich sage ja immer, im Schatten angeln und habe das viel zu lange nicht befolgt. Die Jungs waren schneller, haben einen mega geilen Spot besetzt, den sie auch clever bis zum Schluss gehalten haben, weil das einfach krank war, das ist, was sie da gefangen haben. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als morgen direkt als erstes hier hinzugehen. Ich weiß es auch noch nicht ganz genau. Ich muss es mir durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und feiert die beiden. Die haben es mehr als verdient. Die haben wirklich ganz krass rasiert. Das ist eine herausragende Leistung. Also die Fische, die Louis und Ton gefangen haben, das ist schon großes Kino. Also auch meinen allergrößten Respekt. Ich muss einfach mal zusehen, dass Tag 2 und 3 besser werden. In dem Sinne, Leute, Allzeit-Headlines, haut so raus. Nächstes Mal wird es auch bei mir besser. This lake is crazy. How many zander today? I don't know how many, but too much. I was thinking about that zander in lake. It's very difficult, but not in this lake. I am happy with the result because black bass was very, very difficult. And I catch 40, so I am happy with that. It's not bad, but the result is really nice on the group. Toon do a great job with beautiful zander. So thanks for watching and see you on the next day. Bye bye. So, liebe Zuschauer, das war Tag 1 der Finalrunde. I think I have the leader right next to me. I'm the leader of the board. I'm not 100% sure because, of course, we could not calculate all those fish now in time. And you don't have the top water points? I don't have the top water points. And Louis have them. Yeah, so that's his advantage right now. But your zanders are bigger and you have the best perch of the day also. Yeah. So I think you might lead, but whatever. In any case, it was a great day for you. It was insane. It was a great day for Louis as well, and for Landry it was not bad as neither. I think he has. He's the only one with a bass and also in good sizes. Yeah. So, on top one. Yeah, and never underestimate Patrick. I guess he's going to strike back tomorrow. There's a good chance. Ja, there's a good chance. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über neue Abonnenten. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar zu diesem unfassbaren Zander-Video von heute. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns mit Käufen im Onlineshop oder im Fachhandel unterstützt. Vielen Dank dafür. Jochen und ich machen jetzt hier noch ein paar Würfe, solange Licht ist, und dann geht's nach Hause. I wanted to go over to Landry to speak to him because he was the only one I could not do an interview with, but then they parked their car that I could not get out. So I will speak to him tomorrow and I will take the chance and make a few casts. Maybe I get You should. that. All right, ciao ciao.